Diese Motoren sind zwar sehr anfällig, kann man aber auf ehrliche 40 bis 45 km/h super frisieren. Das zeige ich euch heute. So, grosser Zylinder, grosses Thema. Sachs 503, ABCH, ADV-Motoren. Wir haben hier sehr gerne das Problem, dass einfach die ganze Geschichte nicht verhebt, wenn sie zu stark frisiert werden. In dem Motor, der ist jetzt bereits revidiert, da gibt es zwei Probleme. Einmal Kupplungskorb mit der Fliehkraftkupplung, erster Gang. Da sieht man abartig, wie das Ding eingelaufen ist. Das ist jetzt wirklich ein extremes Beispiel. Natürlich auch Beläge, die sind natürlich durch. Das zweite grosse Thema ist das lustige Teil. Das ist der sogenannte Klemmkörper-Freilauflager. Da gibt es verschiedene Namen für das. Die Klemmkörper sorgen dafür, dass er, wenn er in den zweiten Gang schaltet, dass er einen sauberen Grip hat. Aber wenn der erste antreibt, dass er dort frei laufen kann. Darum auch ein Freilauf. Die Kupplungskörper, die werden leider kommt man die nicht neu über. Das heisst, man muss die Okkasion suchen. Anders sieht es aus mit der Fliehkraftkupplung und mit dem Klemmkörper. Der Klemmkörper der ist verstärkt, den ihr im Ofenkult bekommt. Das verlinken wir euch unten, dass ihr das seht. Das ist wirklich ein grosses Thema. Das ist alles schon verbaut in dem Motor, also der ist parat, um ein bisschen optimiert zu werden. Ich sage ganz bewusst ein bisschen. Ich rate immer davon ab, dass man die Motoren zu stark frisiert. Ich sage mal, sehr schön kräftige 40 bis 45 km/h ist absolut kein Problem mit den richtigen Komponenten. Da ist natürlich auch bereits schon neue Kurbelwellen verbaut. Dann geht das. Dann habt ihr auch wirklich lange Freude an dem ganzen Gerät. Aber wenn man es zu heftig macht, dann sind genau die Teile halt extrem beansprucht und wir werden halt dann mit der Zeit in Mitleidenschaft gezogen. Aber wir sind ja gut vorbereitet. Und jetzt geht es vor allem darum, um euch mal zu zeigen, wie ich so einen Zylinder bearbeite, dass wir irgendwo um die 40-45 km/h erreichen. Aber mir sehr wichtig, er bleibt extrem kräftig. Würde ich sagen, starten wir das Desaster. Södeli. Da haben wir jetzt bereits schon einen S-Reifengaser montiert und einen Luftfilter, den man vom 503, vom Handgeschalteten kennt oder von der älteren Generation, natürlich auch von den Automaten. Dafür habe ich da müssen, dass das Platz hat, da die Schrauben, die Schwingenschrauben, die Rahmenschrauben abdrehen, damit der ganze Luftfilter Platz hat. Das ist sehr knapp, aber es geht. Die Zylinder sind natürlich super, weil die haben natürlich eine extrem gute Kühlung. Also man kann drin dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen weniger Spiel geben, Kolbenzylinder. Und grundsätzlich sind die Motoren wirklich ganz unten raus sind die wirklich sehr, sehr kräftig. Also das ist wirklich noch witzig, aber bei 28 km/h ist halt einfach fertig. Ja, komm jetzt. Au! Und zwar geht es jetzt darum, die haben einen Brennraum, ich sage mal ein sinnlos grosser Brennraum, also sehr, sehr nieder verdichtet. Der Kolben habe ich jetzt eingestellt auf OT, das heisst oberer Todpunkt, das heisst oberste Position. Jetzt sieht man hier wunderschön, dass der Kolbenrand, die obere Kante, über 2 mm von der Dichtfläche entfernt ist. Und das ist natürlich schlecht, weil wir wollen ja viel höhere Verdichtung. Ihr seht da bereits auch schon im Kopf rein. Der Brennraum ist relativ grosszügig. Der Brennraum der muss kleiner werden. Ich habe ja hier quasi von der Dichtfläche bis zum Kolbenboden habe ich gemessen 2,2 mm. Das ist aktuell die Quetschkante, die wir hier haben. Das ist natürlich enorm viel. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich drehe die 2,2 mm drehe ich hier an der Dichtfläche ab. Dann haben wir theoretisch eine Quetschkante von 0. Aber was ich eben auch noch mache, ist am Kolben, das ist früher so, ich sage dem immer so Schulbubentuning, der Pyramidenschliff. Ich mache das aber folgendermaßen: Ich drehe am Kolben aussen dran die Kanten ab, und zwar um 1 mm. Dann haben wir nämlich zwei Vorteile. Wir können hier ganz als Minimum
haben aber nachher eine Quetschkante von dem 1 mm, 0,9 bis 1. Und ich lasse in der Mitte den Gupf stehen, also haben wir wieder eine höhere Verdichtung. Dazu, wenn der auf dem UT ist, das heisst unter dem Todpunkt, dann sind die Überströmer nicht ganz offen, oder? Also ich tue eigentlich mit dieser Bearbeitung verändere ich die Steuerzeiten zusätzlich. Und das Ganze in Kombination ergibt dann am Schluss die Leistung. Ich würde jetzt sagen, viel Theorie, jetzt gehen wir in die Praxis. Wir spannen wieder mal einen Zylinder auf. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Aber das ist jetzt bei dem natürlich absolut kein Problem, weil wir haben da unten eine unheimliche Wandstärke. Also den kann ich super da spannen. Ich habe einen Backen gedreht, wo da das Profil hat. Man sieht, das hat da einen leichten Absatz. Also null Problem zum Spannen. Und so scheppert es halt wieder. Das ist jetzt eine unheimlich scharfe Kante da und die Nikasilbeschichtung, die kann sich natürlich lösen. Und darum tue ich immer dort ein bisschen Kanten, ein bisschen Brauen nehmen, aber natürlich ganz vorsichtig, dass er die Lauffläche nicht verletzt. So, dann sieht das so aus, schön. Da ein langer, gerade knapp, da der Steg. Perfekte Sache. Also, das ist erledigt. Kolben, da sehen wir jetzt, wie ich vorher angezeichnet habe, da das Gipfeli und da ist 1 mm runtergekommen, die obere Kante. Das hat jetzt natürlich den Vorteil, wenn der auf UT ist, also am unteren Todpunkt, dann gehen die Überströmer, ich würde sagen, zu 95% auf. Und gleichzeitig gehen sie natürlich bei der Abwärtsbewegung, wird es auch ein bisschen früher gespült, oder? Vorher haben wir ja eine Kante von 2,2 mm. Die habe ich abgedreht. Jetzt haben wir natürlich nachher da eine Quetschkante von theoretisch 0,9 bis 1 mm. Wenn ich das richtig gemessen habe. Und jetzt muss natürlich Folgendes noch passieren. Einlass und Auslass wird jetzt noch gemacht. Und zwar tun wir dort einfach die ganze Geschichte in die Breite ziehen und beim Einlass ziehen einen 2 mm runter. Das hat den gleichen Effekt wie das Kolbenfenster, aber ich bin nicht der Typ, der am Kolben geht unten dran Fenster schleifen, sondern ich tue das am Zylinder bearbeiten. So wie der Auslass auf der Gegenseite ziehen wir Richtung OT ca. 3 mm rauf und 2 mm in die Breite. Der Winkel von dem abgedrehten Teil, der muss natürlich genau stimmen, oder? Ihr seht da haben wir auch so einen ganz leichten Winkel. Also das ist Aussendurchmesser Kolben ungefähr. Und dann haben wir da einen Winkel. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass der Winkel da mit dem Winkel da fast übereinstimmt, aber dass der Winkel vom Kolben so ist wie der Meter. Auf keinen Fall so. Quasi, dass er da bei dieser Kante, dass er dort zuerst schliesst, dass er da näher ist als ganz außen. Das ist ganz, ganz wichtig. So haben wir den Winkel vom Kopf, von dem angedrehten Teil, auf keinen Fall steiler, sondern ein bisschen flächer, ganz minim flächer. Auch ein bisschen umstritten ist natürlich, ist das mit dem Gupf da. Der kommt natürlich jetzt da im Zylinderkopf rein. Was natürlich ein Vorteil ist von der Verdichtung her, aber was halt auch immer ein bisschen diskutiert wird, ist die Strömung. Wenn die Überströmer quasi das Gas spülen, wenn das drin kommt und da hat es so einen leichten Absatz, dann kann das natürlich unnötige Verwirbelungen geben. Und Verwirbelungen ist beim Zweitakter ziemlich das Schlechteste, was passieren kann. Ich bin aber so, bei diesen Optimierungen finde ich das eine super Lösung. Da tue ich jetzt den Einlass 2 mm nach oben ziehen. In die Breite vielleicht 1 mm, also Einlass gar nicht zu viel. Auslass wird grösser gemacht und innen dran quasi das Bild in der Zylinderlaufbahn ist oben halbrund.
ca. 3 mm nach oben und etwa 1,5 mm pro Seite Breite. Ab an die Schleifmaschine. Sieht nicht schlecht aus. Es ist natürlich wichtig, dass das Ganze schön symmetrisch ist. Ja, also ich habe jetzt den Auslass ca. 3,5 mm angezogen, je 2 mm in die Breite. Einlass 1,5 bis 2 mm runter. Mache beim Einlass nicht zu viel, weil sonst überfettet er nur und er läuft nicht mehr sauber. Es hat natürlich immer nach dem Schleifen gibt's immer noch ein bisschen scharfe Kanten. Die tue ich immer gerne schnell ein bisschen entgraten. Das Gröbste habe ich natürlich mit dem Schleifer schon gemacht, was geht. Aber ich tue immer noch gerne schnell die Hornbürste durch auf 2 Seiten. Dann ist das nämlich eine geile Sache. Schön fein, da tun wir ein bisschen Öl rein. Dann schnell laufen lassen und schnelle Bewegungen. Wirklich nicht zu lang. Ganz wichtig, nie trocken montieren. Bestens. Ist halt gleich immer wieder spannend, auch wenn es nur so, blöd gesagt, eine Optimierung ist. Ich habe natürlich im Zylinderkopf einen neuen Ohrring drin. Das ist einfach angenehmer zum Arbeiten, die grossen Zylinder. Vorab das Ding schon mal einhängen hier. Wir schauen, dass das Bügeli schön gerade bleibt. So. Also, gibt es natürlich noch 2, 3 Sachen zu erwähnen. Erstens, Luftfilter. Ganz klar, müssen wir anpassen. Ist aber noch ein 12er Vergaser, das heisst, nicht zu viel Luft geben. Ich habe jetzt hier aber schon ordentlich ausgeräumt, siebe alles raus. Hat ein Luftfilterschwämmchen drin, also ein Luftfilter. Wie sagt man? Das Luftfilterli. So ein Schaumstoff halt, oder? Auspuff ist dran. Mache ich immer sehr gerne mit diesen langen Messingmuttern, weil es halt einfach angenehmer ist. Es kann nicht anfressen, Messing auf Stahl. Oder viel weniger, also ich habe es jetzt noch nie erlebt. Dann weiter, Zündung. Natürlich ganz etwas Wichtiges. Da die so einen grossen Brennraum haben und alles, haben die ganz andere Zündeinstellung. 2 mm von OT. Das noch einstellen. Habe ich natürlich bereits alles gemacht. So. Dann können wir da Deckel drauf. Ein kleiner Erfahrungswert. Den muss ich sicher noch fein abstimmen. Aber ich denke mal, fürs Erste wird das nicht schlecht tun. Gute 40 sind gewünscht. Ich bin sicher, das bringen wir her. Tönt mal nicht schlecht. Also, schön kräftig muss er noch sein. Es sieht wirklich gut aus. Wir wollen schauen. Also, Grundeinstellungen, ja, sind eben Grundeinstellungen. Es geht ja heute vor allem um die Endgeschwindigkeit, was jetzt das Ganze gebracht hat. Und darum mache ich jetzt zuerst noch die Feinabstimmungen. Das kann einen Moment dauern. Kannst du dir schnell eine Pizza bestellen oder etwas? Luftfilter weg, abstimmen. Aber ihr wisst ja, es geht zack, zack. Jetzt geht es ab wie der Teufel. Ruhig bleiben, ruhig. Nein, glatte Sache.
Kurzes Resümee. Also das Ziel haben wir erreicht, absolut. 43, 44. Wirklich super Sache. Natürlich muss man das Ganze noch klein fahren. Ist aber hure lässig, wirklich noch schön kräftig. Ich bin ja nicht der Leichteste. Und kommen sehr gute Höhen drauf, ohne Problem. Das ist ein spassiges Tuning, wunderbare, knackige 40 bis 45. Und vor allem eben wichtig, langlebig. Langlebig, langlebig. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Auf ein langes Leben und eine gute Zeit.